Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal etwas anderes, aber es wurde sehr oft angefragt, deswegen dachte ich, ich nehme euch diesmal mal mit, was ich denn so für unsere, ja, 10-köpfige Familie so jeden Tag koche. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Vor allem soll das so ein bisschen als Inspiration dienen, nicht wirklich so als Rezept, sondern wirklich so eher eine Inspiration, da ich halt sehr, sehr große Mengen immer koche und es mir total schwer fällt, da euch irgendwie so genaue Mengenangaben und so das Ganze als Rezept zu machen. Deswegen, ja, eben eher eine Inspiration, weil ich gucke auch sehr gern solche Videos und das inspiriert mich dann, weil manchmal weiß ich selbst nicht mehr, was ich kochen soll. Ne? Man macht irgendwie in irgendeiner Zeit immer wieder das Gleiche und dann denkt man, ja, man will wieder was Neues ausprobieren. Deswegen, ja, hoffe ich, das wird euch gefallen. Ihr könnt alle Gerichte, die ich so koche, ganz einfach umwandeln, ob ihr sie mit Fleisch, ohne Fleisch oder sogar vegan machen wollt. Also die Gerichte, die ich jetzt so für die Woche geplant habe, sind ein Teil ist sogar vegan oder man kann sie sehr, sehr leicht vegan zuzubereiten oder eben mit Fleisch, wie man möchte. Wie gesagt, sehr, sehr einfach zum Umwandeln. Wir kochen also bei uns gibt es so 1- bis 2-mal die Woche Fleisch und einmal die Woche Fisch. Genau, und ich habe mir so jetzt ein bisschen so geplant, was ich so die nächsten Tage kochen möchte und das zeige ich euch am besten. Heute starten wir sogar mit einem TikTok-Trendessen. Wir machen das nämlich sehr, sehr gern mit Mariam, wenn wir Sachen so sehen auf Instagram oder TikTok, die dann angeblich total lecker sind, dann probieren wir die auch aus. Und das Ganze haben wir nämlich gestern gemacht. Und ich war geschockt. Ich hätte es nicht erwartet, dass es wirklich so lecker ist. Also für diejenigen, die gerne Sushi essen. Sushi übrigens ist nicht immer gleich roher Fisch. Für die, die es nicht kennen. Ich habe auch sehr viele Jahre kein Sushi gegessen, weil ich dachte immer so, roher Fisch und so. Aber es gibt ja so viele Sushi-Gerichte, die gar kein, also mit gegarten Fisch sind oder auch ohne Fisch und so weiter. Von daher, ja, haben wir das gestern gemacht und es war so super, super lecker und ich werde das heute nochmal machen, weil es ist auch ein cooles so Meal Prep Gericht, also wenn ihr zum Beispiel nicht so Zeit habt zum Kochen und was vorbereiten möchtet, dann ist das auch super, super schnell, wenn ihr das euch dann einfach so nochmal zusammen mischt und das aufwärmt. Das zeige ich euch heute auf jeden Fall, weil ich weiß, hier sind die ein oder anderen Liebhaber, die gerne ja auch Sushi essen und diesen Geschmack mögen. Deswegen denke ich, das wird ganz interessant, weil wir waren selber sehr verblüfft, dass es doch so lecker war. Und dann die nächsten Tage werden wir sehen, was es Leckeres zu essen gibt. So, kommen wir jetzt einmal zu dem TikTok-Trend. Es ist ein super Gericht als Meal Prep und ich dachte, sowas sieht so langweilig aus, aber es schmeckt wirklich lecker. Als erstes habe ich hier den Sushi-Reis und den Lachs. Das ist, wie gesagt, von gestern schon vorbereitet. Gestern haben wir das einmal gegessen und jetzt wollte ich es euch eben nochmal zeigen. Deswegen, ja, ich habe jetzt hier so eine Emaille-Schüssel, die geht bei mir auch auf den Herd. Denn ich habe keine Mikrowelle. Eigentlich macht man das in der Mikrowelle, aber ich mache das halt einfach so, dass ich so ein bisschen kochendes Wasser hier reingebe, damit es so ein bisschen Flüssigkeit hat zum Dämpfen. Und dann mache ich Deckel rauf und dann kurz auf den Herd auf niedriger Stufe warm machen. Mache ich mal kurz warm. So, und schalte ich es gleich nochmal runter. Und in der Zeit schneide ich die Avocado. Ich mache noch ein bisschen Lauchzwiebel dazu und ein bisschen Gurke, weil ich finde, das passt. Bei dem Trendvideo war halt nur Avocado dabei. Und die Algenblätter kommen noch dazu. Aber ich mache jetzt noch ein bisschen Lauchzwiebeln und Gurke, weil ich noch ein bisschen mehr Gemüse dabei haben möchte. Und dann zeige ich euch die nächsten Schritte, was da noch reinkommt. Jetzt ist das Ganze aufgewärmt. So. Und erstmal tue ich so ein bisschen den Lachs klein machen und mit dem Reis vermischen. Ich habe jetzt ein bisschen viel Lachs im Verhältnis zu Reis, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe mir jetzt ein bisschen kleinere Portionen gemacht. So, dann kommt nämlich ein Klecks Mayonnaise. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So ein Esslöffel für die Portion reicht. Dann, ganz wichtig, die scharfe Soße. Davon mag ich viel. Das ist ja die Sriracha aber ich kann die mal nicht aussprechen. So. Und
und Sojasauce. Dann könnt ihr nach Geschmack, könnt ihr auch abschmecken. So, reicht das. Sieht halt so gar nicht so lecker aus, aber man ist wirklich erstaunt, dass es am Ende so lecker schmeckt. So. Ich werde es auch direkt aus der Schüssel essen. Ich werde es jetzt nicht nochmal umfüllen. Das ist jetzt ganz praktisch. So. So, und jetzt nehmt ihr euch so ein Algenblatt. Ihr könnt es entweder so, Melia macht das immer ganz gut, die nimmt alles mit dem Stäbchen und dem Algenblatt zusammen. Aber ich mache das gerne, dass ich mir so einfach was davon nehme, von diesem Lachsreis und das hier schon mal so rauf tue. Also wer kein Sushi rollen kann, für den ist das ideal. Ich mache mir einfach hier so ein bisschen was rauf, ein bisschen was von der Avocado. So, noch ein Stück Gurke. So. Und dann klappe ich es einfach zusammen. Und dann mit einem Haps. Wirklich, ich dachte so, das ist nichts Besonderes, als ich das gesehen habe. Aber es schmeckt wirklich lecker. Also ich rate es euch auszuprobieren. Und wenn ich es ausprobiert habe, dann schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Aber ich fand es so mega lecker. Bombe. Die Medium wollte für uns jetzt noch ein Dessert machen. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch, weil es was ganz Schnelles ist. Das hat sie nämlich selbst auf Instagram gesehen. Dafür braucht man nur 4 Zutaten. Ist ein Glasdessert. Ja, war das so? Glasdessert. Also geht super schnell mit 4 Zutaten. Wenn ihr vielleicht mal was Schnelles nachtischmäßig machen wollt. Ich denke, es ist eher für die Kinder. Ist nicht so meins. Aber ich habe auf jeden Fall sowas Ähnliches schon mal gemacht als Kuchen für die Kinder vor ein paar Jahren. Aber zeigen wir euch mal. Vielleicht wollt ihr es ja nachmachen. An Zutaten braucht ihr nur Oreo-Kekse. Wir hatten jetzt leider nur die mit Doppelcream. Normale Oreo-Kekse. Schaumküsse, also Schokoküsse, Quark
Und damit es nicht ganz so ungesund ist, ein bisschen frisches Obst nach Wahl. Miriam hat jetzt Erdbeeren genommen, im Video waren Himbeeren. Was sie jetzt macht, sie macht jetzt die Schokoküsse, einmal die Waffeln ab. Und die werden eigentlich nur mit dem Quark zusammengemischt. Da braucht ihr auch gar keinen Zucker mehr, weil die ja extrem süß sind. Also das Ganze mildert dann so ein bisschen die Süße. Und dann wird das Ganze mit Oreo-Keksen geschichtet. Die werden klein gebröselt. Oben ein bisschen Erdbeer als Deko. Und das war es eigentlich auch schon. Nee, in die eine Schicht kommt auch Erdbeer. Ach so, okay. Also interessant. Dann mach mal und dann sind wir mal gespannt, wie das schmeckt. So, wir haben jetzt hier die Creme. Wir haben noch einen Quark dazu gemacht, damit das auch für alle reicht. Und das schmeckt jetzt richtig wie so eine Stracciatella-Creme. Also sehr lecker. Und hier haben wir die klein gebröselten Oreo-Kekse. Erdbeeren klein geschnitten und das wird jetzt alles geschichtet. So, heute machen wir Klöße. Hatten wir lange nicht mehr. Es wird ja immer nach einer Zeit langweilig, mal Reis, Nudel, so, ne, als Beilage. Deswegen mal wieder Klöße. Und dazu mache ich eine Pilz-Hähnchen-Sahnesoße. Genau, kennt man das? Ist das typisch deutsch? Weiß ich nicht. Kann ich mal nicht sagen. Ich koche immer so Mischmasch. Da gibt es gar nicht so, ob es jetzt für Deutsch ist, Asiatisch ist oder Türkisch, Polnisch. Ich mische einfach, was ich sehe, was mir gefällt. Von allem nehme ich was und dann mache ich was und es schmeckt dann am Ende umso besser. Genau, dafür zeige ich euch jetzt mal die ganzen Zutaten. Miriam war so fleißig, ich hatte nämlich einen Termin und Miriam hat in der Zeit mir schon mal die Pilze vorbereitet. Ich mache jetzt dazu Hühnchen, ihr könnt aber das Ganze auch ohne machen, vegetarisch, kann man auch sogar vegan machen. Die Klöße sind eh von Natur aus vegan, bestehen nur aus Kartoffeln. Und die Soße kann man ja, es gibt ja so viel Sahne, Soßen, Ersatz und so weiter. Und ich mache das ja eine Mehlschwitze, die Soße, zeige ich euch alles. Ich zeige euch aber erstmal die Zutaten. So, hier habe ich jetzt einmal die Klöße vor allem, Klöße. Wir haben die so schön klein gemacht. Das sieht ein bisschen schöner aus. Dafür habe ich so einen fertigen Kloßteig gekauft. Den habe ich nämlich im Großhandel, so 3 Kilogramm fertigen Kloßteig. Das geht dann schnell. Und genau, dazu gibt es einmal Champignons, braune und Austernpilze. Deswegen Austernpilze sind super lecker und schön fleischig. Deswegen kann man sehr gerne aufs Fleisch verzichten. Also muss gar nicht rein. Aber ab und zu, ja, habe ich ja gesagt, mache ich auch mal was mit Fleisch. Deswegen diesmal mit Hähnchenbrust. Die habe ich jetzt auch hier klein gewürfelt.
Und dann optional kann man machen, kann man weglassen, aber ich mag gern, wenn jetzt noch ein bisschen noch grünes, buntes Gemüse noch dazu kommt. Deswegen habe ich jetzt nochmal Erbsen und Möhrchen, das sind so tiefgefrorene, die kommen dann noch mit in die Soße. Ich finde, das passt immer ganz gut, gerade so Pilze und diese Kombination finde ich sehr, sehr lecker. Ich werde jetzt einmal das Hühnchen und die Pilze anbraten. Mache ich zur Seite, schneide in der Zeit schon mal die Zwiebel, Knoblauch klein. Und dann mache ich dann hier die Sahnesoße. Und dann kommt alles wieder in die Soße und die Klöße werden gekocht. Also es ist eigentlich ein schnelles Gericht. Ist halt das Einzige, ist ein bisschen Schnippelarbeit, aber eigentlich ein schnelles Gericht. Der Kloßteig ist ja auch schon Fertigteig, von daher geht es eigentlich schnell. Ich brate immer alles schön an, denn so entstehen schön die Röstaromen. Jetzt wird das Hühnchen angebraten, jetzt die ganzen Pilze werden angebraten und dann kommen die Zwiebeln, Knoblauch rein und dann wird die Soße gemacht und dann kommt alles zurück in die Soße. So, Zwiebeln, Knoblauch ist angebraten. Jetzt mache ich die Mehlschwitze. Bei mir ist alles Augenmaß. Ich habe da echt, bei mir ist alles Augenmaß. Wenn danach die Soße zu dünn ist, kann man immer noch mit Speisestärke abbinden. Wie gesagt, ich habe da nicht so, ich mag da nicht so diese Mengenangaben. Das brate ich auch noch kurz mit an. Jetzt kommt die Sahne dazu. Ich spüle das immer gerne mit ein bisschen Wasser auf. Also ich mache hier noch mal ein bisschen Wasser und schüttel das Ganze. Jetzt würze ich das Ganze einmal mit Pfeffer. Damit es schön pfeffrig ist, dann natürlich Salz. Gemüsebrühe. Ein bisschen Paprika. Und Kurkuma. Benutze ich auch gern für die Farbe.
So, jetzt kann man auch schon das ganze Gemüse jetzt reintun. Und die gebratenen Pilze mit dem Hühnchen. So, jetzt lasse ich das Ganze einmal aufkochen und dann kommt der Deckel rauf und jetzt müssen nur noch die Klöße kochen. Und dann ist das auch schon fertig. Dann nochmal abschmecken, ob nochmal was fehlt an Gewürzen. Klöße kochen, das war's dann. So sieht jetzt das fertige Gericht aus. Die Kartoffelklöße mit dem Hühnchen, Pilz, Gemüse, Sahnesoße. Mit der Pilz-Sahnesoße mit ein bisschen Gemüse drin. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Schön so Soße mit Kloß und alles. Ich hatte euch ganz vergessen, das Feedback zu sagen von dem Dessert, was Medium gemacht hat, das sie auf Instagram gesehen hat. Es ist ja so super schnell, ne? Also ist ja eigentlich gar nichts selbst gemacht, außer der Quark reingemischt. Es ist eigentlich so, ne? Kekse sind fertig, okay, Erdbeeren klein geschnitten. Aber ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr lecker. Also wenn man nichts hat und irgendwie der Besuch kündigt sich an oder so und man hat Oreos, Quark, bisschen Früchte und Schokoküsse zu Hause, dann kann man super schnell so ein schickes Dessert machen. Vor allem die Creme, wir haben ja ein bisschen mehr Quark reingetan. Wir haben 2 Packungen Quark, 2 Packungen Mini-Schokoküsse und 2 Packungen Kekse gebraucht. Für circa, genau, 10 Portionen hatten wir. Ja, und die Creme, die schmeckt wie Stracciatella. Also das ist richtig lecker. Und dann der Keks, der Oreo-Keks, der wird ja weich, wie so Kuchenteig und das so zusammen. Taste-Test. Also wirklich lecker. Und vor allem nicht zu süß. Durch den Quark, wir haben ja nicht zusätzlich Zucker reingemacht. So lecker. Ja, also den Kindern hat es richtig gut geschmeckt. Werden wir wahrscheinlich die Tage wieder machen. Sehr, sehr lecker. Könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren. Könnt ihr eure Kinder machen lassen, war ja super easy. Genau. Ja? Guten Appetit. Dankeschön. Heute gibt es ein Gemüse-Curry. Das Ganze ist auch vegan. Ihr könnt Gemüse nehmen, was euch schmeckt. Ich mache für das Gemüse-Curry Zucchinis rein, Aubergine, ich habe hier noch ein bisschen Spitzpaprika, grüne, rote Paprika, dann Süßkartoffel. Dann, wie gesagt, alles optional, was ihr für Gemüse verwendet, nehme ich hier noch ein bisschen Blumenkohl. Nehme ich schon so fertig portioniert und tiefgefroren. Ich denke, das passt ganz gut dazu. Und ein paar Linsen mache ich noch rein. Ein bisschen noch als Proteinquelle, weil das Ganze ja vegan ist. Dann kommt dazu, upsala, eigentlich nur noch so eine Currypaste. Die ist auch ganz gut von den Zutaten, wenn man das sehen würde. Das ist jetzt eine rote Currypaste und dann wird das Ganze aufgegossen mit Kokosnussmilch.
Also wie gesagt, Veganer geeignet. Und dann mache ich dazu Basmati-Reis. Und ja, das ist das Abendessen für heute. Und jetzt wird erstmal alles klein geschnippelt und wieder schön angebraten, denn wir wollen ja Röstaromen. Und dann eigentlich mit der Kokosnussmilch aufgegossen und die Currypaste dazu. Und das geht eigentlich super schnell. Einzige Arbeit daran ist ein bisschen Gemüseschnippelei. Das ganze Gemüse wird jetzt erstmal schön angebraten, weil wir wollen die schönen Röstaromen haben. Wenn ihr natürlich keine so riesen XXL 10-Personen-Portion kocht, dann könnt ihr natürlich alles an Gemüse gleichzeitig anbraten. Ich mache das jetzt so. Aber wie gesagt, das schmeckt einfach nochmal ganz anders, wenn es wirklich schön angebraten ist. Und genau, dann tue ich halt alles wieder zurück. Und dann kommt die Currypaste rein, Kokosnussmilch und dann kann das Ganze vor sich hin köcheln. So, hier ist einmal die Currypaste. Ich vermische die vorher schon ein bisschen mit der Kokosnussmilch, damit sie sich besser auflöst. Und mit einem Teil der Milch verrühre ich das schon mal und dann mache ich den Rest in den Topf rein. Das ist ein bisschen einfacher. Und dann braucht man auch gar nicht mehr an Gewürzen, so eigentlich nur noch Salz, ein bisschen abschmecken, weil in der Currypaste ist ja eigentlich alles drin, was wir brauchen. So, jetzt kommt wieder das ganze Gemüse zurück. Oder ihr habt halt nicht so viel Gemüse gehabt und habt alles gleichzeitig angebraten. Die Süßkartoffel habe ich jetzt nicht angebraten. Kann auch direkt rein. Dann ja, Blumenkohl. Linsen. Davon habe ich jetzt nicht ganz so viel genommen. Und dann kommt schon das Curry. Ich mache auch noch ein bisschen Wasser. Die restliche Kokosnussmilch. Jetzt einmal aufkochen lassen und dann Deckel rauf und dann einmal schmoren, weil die Süßkartoffeln und die Linsen, die müssen ja auch noch garen. Und in der Zwischenzeit mache ich den Basmati-Reis. So, das ganze Gemüse ist jetzt weich gekocht. Ich habe nur Salz reingetan. Hier habe ich jetzt den Basmati-Reis fertig gekocht und jetzt kommt das Ganze hier lecker rauf. Wie gesagt, dieses Gericht ist sogar vegan. So, kann man noch, wenn man mag, ein bisschen noch fürs Auge was Grünes drauf tun. So, guten Appetit! So, heute gibt es etwas ganz, ganz Schnelles, weil ich echt eigentlich gar keine Lust habe zu kochen, beziehungsweise mir geht es nicht so gut. Also für die schnelle Variante
Vielleicht kennt ihr das auch so von Instagram und TikTok, diese ganzen Sachen, die man dann so im Ofen macht, auf einem Blech oder in einer Auflaufform. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen dieses tiefere Blech und habe jetzt hier einmal Gnocchis. Wir haben schon gelacht, weil die Rana heißen, die Gnocchis. Die tun wir auf dem Blech. Dazu machen wir ein bisschen Gemüse. Ich habe jetzt hier Zucchini, Paprika, rote Zwiebeln mache ich noch rein und viel Knoblauch, so wie es Maddie mag. Und ich werde das Ganze ein bisschen würzen, auch ein bisschen mit Olivenöl und so. Und dann kommt das erstmal in den Ofen, bis das Gemüse weich ist. Und dann tun wir noch diesen Frischkäse. Hier haben wir mal Paprika Chili. Ich denke, das passt ganz gut. Und der kommt dann nochmal die letzten Minuten nochmal rein, damit er sich so ein bisschen erwärmt. Und dann wird das Ganze vermischt. Habt ihr bestimmt schon öfters hier und da gesehen. Wir haben das aber noch gar nicht gemacht, ne? Diesen Trend mit diesen... Gibt es ja auch mit Feta-Käse und so weiter. Haben wir noch gar nicht gemacht. Deswegen heute was Schnelles. Und ich mache noch schnell... glaube ich, noch schnell ein Linsensüppchen, weil es ist ein bisschen wenig für uns alle. Das ist jetzt, wie haben wir denn hier? 500 Gramm. Naja, eigentlich geht's. Mal gucken. Ich schaue mal, wie das aussieht, ob ich dort noch eine Suppe mache als Vorspeise oder nicht. Ich mache doch jetzt noch schnell ein Süppchen. Und zwar habe ich ganz viel Kürbis gekauft. Ich glaube insgesamt 10 Kilogramm Kürbis. Morgen machen wir auch gemeinsam so einen ganz leckeren Kürbiseintopf. Aber jetzt mache ich eine ganz schnelle Kürbissuppe. Ich mache die auch nicht so... normalerweise machen die viele mit Kokosmilch und Ingwer und so. Aber ich mache die immer so ganz schlicht. Einfach Kürbis, bisschen Kartoffel, Zwiebel, Gemüsebrühe. Mit Wasser koche ich das Ganze. Und wenn es dann weich ist, püriere ich das. Und ich tue am liebsten immer noch so eine... ich mag halt diese Creme Vega, Creme Fraiche. Könnt ihr auch normale nehmen, muss nicht unbedingt vegan sein. Aber so ist zum Beispiel die Suppe auch vegan. Wer es mag, oh sorry, bin aus der Puste. Genau, also ich schnippel das jetzt alles klein und dann wird es einfach weich gekocht und püriert und schon ist die Kürbissuppe fertig. So, jetzt hat Maddie hier alles für mich klein geschnitten, weil sie so liebt. Jetzt tun wir ein bisschen Öl und Gewürze. Ups. So, nicht ganz so viel, da kommt dann noch der Frischkäse. Also und dann Pfeffer. Das dauert jetzt einen Moment. Fünf Stunden später. So, dann Salz. Warte, ich habe mein Löffel vergessen. Mein Löffelchen. So. Salz. Paprika. Ein bisschen Chili. Wir mögen es ja alle scharf. Weil ich glaube, ich mache so ein bisschen italienische Kräuter noch rein. Ein bisschen was Kräuteriges. So. Italienische Kräuter. Das passt ganz gut. Knoblauch hat man dem hier schon klein gepresst. Zwiebeln auch. So. Jetzt alles schön vermischen. Überall Öl und Gewürze dran sind und dann kommt das Ganze in den Ofen. Und erst wenn das Gemüse weich ist, mache ich dann noch den Frischkäse dazu. Also das ist auch so ein One-Pot-Gericht, nicht One-Pot, One-Blech. One-Blech. Zwiebel habe ich jetzt angebraten für die Suppe und ich habe vergessen zu zeigen, dass ich noch Tomatenmark bzw. Tomatenpaprika-Mark ein bisschen was dazu gebe. Brate ich auch noch kurz mit an und dann kommt das Gemüse rein und dann wird das mit Wasser aufgegossen und dann erstmal köcheln lassen.
So, das Ganze war jetzt im Ofen, so circa, was war das jetzt, 15, 20 Minuten, bis das Gemüse weiß ist. Weiß ist vor allem, weich. Jetzt tun wir mal den Frischkäse. Vermischen wir mit dem Frischkäse. Und dann mache ich noch Feta-Käse rauf. Hab ich vergessen. Der wird dann noch oben drauf ein bisschen gebröselt. Das ist jetzt Paprika Chili, aber ihr könnt auch die normalen Kräuter nehmen. Ich vermische es jetzt so direkt alles. So, und jetzt brösel ich nur noch ein bisschen von dem Feta-Käse und dann geht es nochmal für 5 Minuten in den Ofen, bis der Feta-Käse nochmal so ein bisschen überbacken hat. Und dann ist das Ganze fertig. Die Suppe wird auch gleich püriert. So, das Gemüse ist jetzt weich. Das hat ja mit der Gemüsebrühe gekocht. Jetzt mache ich nochmal das Ganze salzen. Und ein bisschen Schärfe. Wir mögen alle hier scharf. Ein bisschen Schärfe muss sein. Das die türkischen Gene. Ja, alles hier türkische. Warum? Polnischen. Ich habe auch immer als Kind Polnisch gegessen. So, dann kommt die Creme fraiche. Ich mache jetzt nicht ganz alles. So einen großen Esslöffel oder 2. Ein bisschen wollte ich was noch für die Deko drauf lassen. Und dann wird das Ganze einmal püriert. Hier haben wir die Kürbissuppe, garniert noch mal ein bisschen Creme fraiche und Kürbiskernöl. Und hier jetzt die fertigen Gnocchis. Und wir haben schon probiert und das müsst ihr unbedingt nachmachen. Also wenn es mal schnell gehen soll, wirklich super, super leckere Alternative. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Kommen wir jetzt zum 5. und letzten Gericht für dieses Video. Und zwar gibt es heute einen leckeren herbstlichen Kürbiseintopf. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Ich zeige euch mal die Zutaten dafür. Und zwar Hokkaido-Kürbis, Kartoffeln, Möhren, eine große Zwiebel, Paprika, Babyspinat und Tomatenmark und Gemüsebrühe. Als Dip obendrauf gibt es dann so, könnt ihr Schmand nehmen, Joghurt. Ich habe jetzt hier einen veganen Joghurt. Es ist wie so ein Quark-Joghurt-Mix. Auf jeden Fall kommt da Salz, Pfeffer und klein geschnittene Petersilie rein. Das kommt dann oben drauf und dann noch ein bisschen Kürbiskernöl und so. Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall ist hier eigentlich die meiste Arbeit, nur alles in Würfel zu schneiden. Und dann kommt es in den Topf. Ein bisschen Mehl brauchen wir noch und dann noch ein paar andere Gewürze. Aber das zeige ich euch dann gleich, sobald ich alles klein geschnippelt habe. So, die Zwiebeln hatte ich jetzt ein bisschen grob geschnitten. Die sind angebraten. Jetzt kommt das Tomatenmark, beziehungsweise ich habe so einen Tomaten-Paprika-Mark-Mix. So, ein Esslöffel. Circa. So. So, das Tomatenmark auch kurz mit anbraten. Das ganze Gemüse habe ich jetzt so in gleichmäßig große Würfel geschnitten.
Das kommt ja alles jetzt gleich rein, außer der Spinat, der kommt ganz zum Schluss. Also wirklich nur noch ganz zum Schluss, weil der muss ja nicht garen, der zerfällt sowieso gleich dann in sich zusammen. So, wenn das Tomatenmark angebraten ist, tue ich ein bisschen Mehl rein, damit die Soße später ein bisschen cremiger, dickflüssiger ist und nicht wie so eine Suppe. Deswegen so jetzt ein bisschen so 2 Esslöffel auf meine Menge. Circa. Kurz auch mit anbraten. Dann Gemüsebrühe. Ich löse die nicht vorher in Wasser auf. Ich mache die immer direkt so rein mit dem Wasser. Brauche ich nicht vorher irgendwie anrühren. Ich tue jetzt schon mal heißes Wasser rein, damit sich ein bisschen das Mehl löst und wir keine Klümpchen haben. Würzen tue ich gleich. So. So, und jetzt kann schon das ganze Gemüse rein. Schauen wir mal hier an. Die klein geschnittenen Kartoffeln und Karotten. Da rein. Und dann eine Kürbis. So. Die Paprika. Und dann noch mehr Wasser. So dass es nicht ganz bedeckt ist. Das Gemüse zerfällt ja, also zerfällt nicht, aber schrumpft ja noch ein bisschen. Moment. Schon so noch ein bisschen. So. Okay. Ich lasse es jetzt erstmal köcheln. Das ist mein Deckel. Ich lasse es jetzt so 15, 20 Minuten köcheln, bis es weich ist. Und dann gucke ich, ob ich noch mal mehr Wasser reintun muss. Würzen tue ich das Ganze. Und wie gesagt, Spinat kommt ganz am Ende dazu. Hier kommt dieser Joghurt, Schmand oder was auch immer. Da kommt oben dann so ein Klecks. Ich empfehle euch, falls ihr so vegane Alternativen nutzt, immer so einen Spritzer Zitronensaft. Also sei es jetzt veganer Joghurt, Quark oder was auch immer. So ein bisschen Zitronensaft. Das macht das Ganze super lecker. Dann kommt hier die klein geschnittene Petersilie mit rein. So. Und dann nur noch Pfeffer und Salz. Durchrühren. Nochmal abschmecken. Und dann haben wir den Dip für oben drauf schon fertig. So, das Gemüse ist jetzt weich. Jetzt würze ich das Ganze noch mit Salz. Die Gemüsebrühe, die ich verwende, die war jetzt ohne Salz. Deswegen muss ein bisschen mehr Salz rein. Dann, weil wir es natürlich scharf mögen, muss bei uns immer ein bisschen Schärfe rein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ich finde, das passt ganz gut dazu, dieses Ras El Hanout Gewürz mit, was ist denn da drin? Ingwer, Pfeffer, Kumin, Koriander, Muskat, Nelken, Zimt, Piment, Anis. Ich finde, das passt ganz gut. Also wer diesen bisschen so diesen orientalischen, aber ich finde halt, diese Gewürze passen mit dem Kürbis sehr lecker. Deswegen so ein bisschen davon noch rein. Und dann kann auch noch der Blattspinat jetzt dazu. Wie gesagt, der zerfällt jetzt nur noch hier in der Wärme. Das muss jetzt nicht noch weiter kochen. Und dann können wir gleich anrichten. So, jetzt warte ich nur noch kurz, bis der Spinat zusammengefallen ist. Und dann können wir schon anrichten. Jetzt wird das Ganze angerichtet. Das riecht schon so lecker, das schmeckt so schön, also so Herbst-Winter-Essen. Kann ich euch echt empfehlen, das nachzumachen. Machen wir einen Klecks von diesem
Joghurt Dip. Das ganze Gericht ist übrigens vegan. Dann machen wir ein wenig von dem Kürbiskernöl. Sieht auch mal ganz schön aus. Gibt nochmal lecker Geschmack. So, dann habe ich hier noch so geröstete Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne so in Chili und Honig. So nochmal so ein bisschen für den Crunch. Sieht auch nice aus. Und das Ganze empfehle ich am besten mit so Baguette oder so zusammen zu essen. Das so zu dippen. Sehr, sehr yummy. So, meine Lieben, das waren meine 5 Tage, 5 Gerichte, die ich diese Woche gekocht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lässt. Dann weiß ich auch, ob ihr so etwas öfters sehen wollt. Schreibt es mir auch auf jeden Fall in die Kommentare. Dann würde ich das sehr, sehr gerne wiederholen. Denn ja, es ist immer unterschiedlich, wie ich so koche, was ich so koche. Ich lasse mich auch gern inspirieren von Instagram, TikTok und anderen YouTube-Videos und kreiere immer so meine eigenen Varianten. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, vergesst auch nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst und ich hoffe, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dann!